heute jetzt zum Auftakt mal eine kleine Informationsstunde, weil Heike so wissbegierig ist. Made it. Kleines Etappenziel wieder erreicht. Das erste Mal. Hier ist absolut nichts. Die Leute halten bloß an, um das Schild zu lesen und dann schmeißen sie ihren Müll aus dem Auto. Wie bekloppt muss man sein? Es ist einer direkt an der Straße und da müssen wir einfach mal anhalten, um mal den Größenvergleich zu sehen. Das dürfte einer sein. Ja, das auch, ja, da auch. Wir hier. Der hier? Das ist definitiv einer. Herzlich willkommen zum neuen Video. Und heute jetzt zum Auftakt mal eine kleine Informationsstunde, weil Heike so wissbegierig ist. Wir sind jetzt gerade beim Tropic of Capricorn vorbeigekommen und jetzt haben wir durchgelesen, das ist halt, also der Kreis hat einen Breitengrad, ne? Der ist 23,5 Grad südlich vom Äquator. Und dieser Punkt, der markt den Southernmost, also den südlichsten Punkt, wo die Sonne direkt über deinem Kopf erscheinen kann. Mittags, Dezember, so ist es. Also an dem, praktisch am längsten Tag. Und ja, und das war jetzt, da gibt es halt mehrere Punkte von und das war jetzt halt mal einer davon. Nur so für die Nerds. Wir sind jetzt in Bulia und die Ab hat uns gesagt, dass hier ein neues Siloart ist und diesmal ist es ein Wassertank. Leider hinter Zaun. Und nebenan gleich eine Windmühle. Okay, was sagt's? Bis in die 1970er haben wir für die ganze Stadt hier das Wasser immer noch mit einer Windmühle gepumpt. Okay, Erst in den 70ern ist dann eine elektrische Pumpe gekommen und die haben sie vom Farmer gespendet gekriegt als Display, aber an der Original-Position. Was mich immer wieder beeindruckt, ist die Größe? Simplicity, die Einfachheit. Das Ding, das schusterst du zusammen aus ein paar Sachen, die du rumzuliegen hast. Und im Endeffekt kriegst du dein lebensspendendes Wasser davon. Was ist das? Eine alte Dampfmaschine? Southern Cross Hummer. Das ist die Bremse, so wie es aussieht, ne? Hier geht Wasser rein? Das war mal eine Bremse. Oder das ist der Feuerofen? Ja, keine Ahnung. Ja, und jetzt kommt der Kracher, ne? Nach ungefähr 3000 Kilometer oder so von zu Hause weg. Ich war jetzt zum Spar einkaufen. Mitten im Outback. Middle of nowhere. Wir gehen zum Spar. Ich bin gerade noch mal schnell aus dem Auto rausgehüpft, weil ich gesehen habe, hier gibt es auch noch eine Siloart, auch wenn sie nicht in der Android-App drin ist. Der Campground, auf dem wir bleiben, liegt direkt hinter der Stadt. Er ist kostenlos und er ist eigentlich schön, er ist ruhig. Die ganzen Caravans sind eingebettet zwischen den ganzen Bäumen. Und wir haben haufenweise Wellensittiche hier. Man hört sie und hin und wieder sieht man sie auch.
Überall die Wellensittiche. Du hörst die überall. Du siehst die nicht, aber die sind überall um dich rum. Fun Fact. Wusstet ihr, dass Männer wesentlich länger leben, wenn sie ihren Frauen nicht widersprechen? What? We made it. Kleines Etappenziel wieder erreicht. Das erste Mal. Das ist ein Territory und wir sind noch nicht mal da gewesen. Okay. Erster. Loser. Sieht gleich ganz anders aus, ha? Kennst du? Ja, da drüben ist Queensland. Okay. Ausland. Siehst du, die Landschaft ist total unterschiedlich, ja? Findest du? Lass uns jetzt Northern Territory bereisen. Ja, jetzt sind wir hier für die nächsten, schauen wir mal, Wie viele für die Wochen? nächsten Wochen. Ich würde mal sagen, vielleicht eher sogar einen Monat, anderthalb. Treiben wir uns jetzt hier rum. Okay, Queensland. Wir sagen auf Wiedersehen. Bis in 11 Monaten denn, oder? Bye. Bye, Queensland. Jetzt wirklich bye bye Queensland. Northern Territory. Wir kommen. Nach gut einer Stunde Fahrt von der Grenze sind wir auf unserem ersten Bushcamp in Northern Territory angekommen. Liegt ein bisschen weg von der Straße, ja? Hi. Eigentlich ist es nur ein Platz ohne alles. Nur mit der Genehmigung, hier über Nacht stehen zu dürfen. Man hat nur den roten Sand unter den Füßen, die Ruhe des unberührten Outbacks, Büsche und Bäume als ein wenig Schutz. Und über den Köpfen der weite offene Himmel. Solche Plätze laden ein, die Seele baumeln zu lassen. Einfach nur entspannen, die Zwänge der Gesellschaft und des Alltages hinter sich zu lassen und einfach nur die Zeit vergessen. Das ist der Raum, Träume fliegen zu lassen. Wir lieben diese Outback-Bushcamps und hoffen, mehr davon zu finden. Three Range Views. Auf Video wird man das wahrscheinlich kaum sehen können. Und immer wieder nett zur Umwelt sein.
wenn man irgendwo vorbeikommt, den Müll aufsammeln, den andere Leute liegen lassen. Ist absolut nichts. Die Leute halten bloß an, um das Schild zu lesen und dann schmeißen sie ihren Müll aus dem Auto. Wie bekloppt muss man sein? Jesus. Dankeschön fürs Aufmachen. Ich könnte mich aufregen über sowas, furchtbar. Okay, let's go. Wir haben auf der Fahrt immer diese großen Termitenhügel gesehen. Und jetzt ist einer direkt an der Straße und da müssen wir einfach mal anhalten, um mal den Größenvergleich zu sehen. Oh, muss ja einmal zurücklaufen. Ja, die haben schon eine beachtliche Größe, oder? Da hat sich jemand Mühe gegeben, ja? Nachdem wir mit den Opalen nun überhaupt kein Glück hatten, probieren wir es heute mal in Northern Territory mit Zirkon. Und haben mit denen bestimmt auch kein Glück. Mal schauen. Ich bin jetzt dazu auserkoren, die Dinge alle sauber zu machen und zu gucken, ob was bei ist, weil ich mich nicht mit meinem Rücken nicht mehr ganz so lange, ganz so viel bücken kann. Hat Heike gesagt, sie geht jetzt schaufeln. Und ich habe die tolle Arbeit, die Dinger dann alle sauber zu machen. Und dann gucken wir, ob wir irgendwann Ritsch dabei werden. Und guck mal. In der Hoffnung, dass man denn sowas findet. Also ich denke mal, die Qualität ist wahrscheinlich nicht so der Bringer. Aber, und ich bin auch kein Fachmann, aber so wie uns die Niki das gezeigt hat und der nette Gentleman, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall einer. Wert wahrscheinlich nicht viel, eher für uns so zum Angucken. Mal gucken, ob wir noch viele mehr davon finden. Das haben wir an dem Loch 2,5 Stunden lang gesucht und Heike hat gebuddelt. Und damit ich meinen Rücken ein bisschen stretchen kann, bin ich einfach mal über die Straße hier drüber gelaufen. Und da hat mich was angeblinkt. Und da haben wir jetzt einfach mal angefangen, hier ein kleines Loch mehr oder weniger in der Straße zu buddeln. Ja, nur die Oberfläche. Und wir haben jetzt im Prinzip nur die Oberfläche, die obersten 2-3 Zentimeter abgekratzt. Und jetzt haben wir bestimmt innerhalb von 20 Minuten im halben Quadratmeter bestimmt schon 50 Stück rausgeholt. Wenn es denn welche sind. Wenn es denn welche sind, aber du kannst durch alle durchgucken. Also normalerweise dürfte das kein Quarz sein. Da, guck da. Sicher ist einer? Aber sowas von. Man kann nicht durchgucken. Also die Reinheit ist nicht so, man kann nicht durchgucken, aber mal deine Opinion. Man kann nicht durchgucken, aber es fällt auf jeden Fall Licht durch. Ja. Ja, wie groß das Ding ist. Ja. Und das liegt echt. Das könnte durchaus sein, was der als Bombe bezeichnet hat. Weil Ja. die halt so viele Cracks drin haben, Ja, ja. so viele Brüche drin haben. Wertlos im Grunde genommen. Aber wir Aber nehmen trotzdem sie- mit. Okay. Das dürfte einer sein. Ja, das auch. Das auch, ja, da auch. Das Der hier. Der hier? Das ist definitiv einer. Da. Ja, das ist auch einer. Das ist jetzt eine Schaufel und das ist schon wieder 10 Stück. Wenn es dann welche sind. Na, wollen wir mal hoffen, wir sind doch gut. Ich denke mal, aber die sind alle nicht viel wert. Na, natürlich sind die nichts wert. Oder nicht viel wert, ist halt nur die. Ist halt nur der Spaß an der Freude. Eben. Und wenn du dann Und man welche. hat was gefunden. Und wenn du dann welche findest Der und ist vor allen nix Dingen. Ja, was ist denn das hier? Und dann vor allen Dingen noch so viele. Dann
macht es doch gleich ein bisschen mehr Spaß. Ja. Jetzt unsere Ausbeute. Das sind die ersten ungefähr 2 Stunden, ne? die du gebuddelt hast. Das sind alle die Heike mit mühseliger Arbeit rausgeholt hat. Und das, denke ich mal, dürfte auf jeden Fall einer sein. Das war, glaube ich, mit einer der ersten, die du ausgebuddelt hast. Kommt die Ausbeute, die wir in ungefähr 30 Minuten von der Straßenoberfläche abgekratzt haben. Wie gesagt, wenn sie was sind. Wenn da bloß der ein oder andere was ist. Also Ja. Aber ich glaube, die Bestimmung überlassen wir der Nicole, oder? Jesus, gar nicht mitgekriegt, dass es so viele waren. Aber mal gucken, da kann Niki dann ihr fachkundiges Auge drüber schweifen lassen und dann kann sie uns sagen, dass da vielleicht 10% davon welche was sind. Ob man das so sehen kann, so gegen das Weiße. Gelblich. Ich glaube nicht, dass sie für einen Quarz wäre es zu gelb. Wir sind da. Und hier haben wir die Möglichkeit, Auto und Wohnwagen zu waschen. Nicht blitzblank, aber wir können wieder unbenebelt aus dem Fenster schauen, bis zur nächsten unbefestigten Straße. Doch vorerst geht es zu unserem Stellplatz, direkt zwischen den beiden Hügeln durch. Und das links hinter dem Zaun ist der Fluss. Wer es glaubt oder nicht, wir stehen jetzt auf einem Caravanpark, eingepfercht zwischen anderen Caravans. Naja, Ja. nicht wirklich, wie wir uns unseren Urlaub vorstellen. Aber die Leute haben uns schon vorgewarnt in Alice Springs. Du stehst hier besser auf dem Caravanplatz, weil sonst kann es durchaus sein, dass am nächsten Morgen deine Räder weg sind. Deshalb haben wir uns entschlossen, diesmal auch auf den Caravanplatz zu gehen. Zumal wir morgen wieder eine kleine Reparatur machen lassen und dann wieder ein bisschen länger hier stehen. Und als Ausgleich dafür haben wir jetzt festgestellt, dass gleich next door, gleich nebenan, Eine Brauerei ist eine Brauerei. Und die gehen wir jetzt erstmal testen. Dann wollen wir mal schauen, wie wir nachher wieder zurückkommen. In unserer ersten Woche haben wir ja gesagt, dass unser Brake-Controller nicht richtig funktioniert. Und in den letzten 2 Wochen hat es immer wieder Fehlermeldungen gegeben. Und da Alice Springs jetzt die nächstgrößere Stadt ist, die auch eine Autowerkstatt hat, haben wir da halt mal angefragt. Und die haben uns kurzfristig heute reingeschoben. Und heute früh haben wir den Wagen abgegeben. Und dann waren wir lecker frühstücken. Und ich glaube, es war richtig einzigartiges Café, wo wir drin waren, oder? Das Café war klasse, das Frühstück super. Also ich habe selten besseres Frühstück gehabt. War wirklich lecker und die Portion war richtig groß eigentlich. Und also ich war total satt gewesen, bin immer noch satt davon im Grunde genommen. Na, jedenfalls, wir haben uns dann den Tag in Alice Springs die Füße vertreten und jetzt sind wir auf dem Weg, unser Auto wieder abzuholen. Ja. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das mehr oder weniger nicht reparieren lassen, wo ihr sagt, dass es eventuell der Fehler ist. Wir haben jetzt gleich gesagt, alles raus, alles Altes raus, alles komplett Neues rein, damit wir dann hoffentlich damit kein Problem mehr haben. Dann hoffen wir, dass es die letzte große Ausgabe für diesen Urlaub gewesen ist, oder? Ja, ein paar Kleinigkeiten werden immer kommen, das weiß man. Ja. Aber wir mal hoffen, dass das die letzte große Kleinigkeit war. Ja.
Wir sagen auf Wiedersehen zu Alice Springs und ein letzter Wissensfakt noch. Der Fluss, der durch Alice Springs durchfließt, hatte das letzte Mal fließend Wasser im März 2024. Bei Alice Springs. Und wir sagen auch gleichzeitig auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.